wie das wieder lecker aussieht. Super, oder? Jetzt aber erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nobbys Kochstunde. Und ich zeige euch einer meiner Lieblingsmahlzeiten, die ich so gerne zubereite. Und für diese leckere Mahlzeit mache ich erstmal schwäbische Knöpfle. Da nehme ich Mehl, Wasser, Hefe, Eier und Salz. Und daraus rühre ich einen Teig. Ja, und Knöpfle ist die kleine Version von Spätzle. Und dazu verwende ich einfach eine Knöpflereibe. Ja, und um die Knöpfle zu kochen, bereite ich einen Kochtopf voll mit Salzwasser vor. Und durch die Knöpflereibe reibe ich dann den Spätzleteig. Ja, und wenn das Wasser kocht und die Knöpfle an der Oberfläche schwimmen, dann sind sie fertig und wir können sie aus dem Wasser herausholen. So, und das machen wir mit dem Großteil vom Teig. Wir lassen dann etwas Teig übrig, weil wir wollen nachher noch frische Knöpfle machen für unsere Pfanne. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit der Vorbereitung. Ich brauche eine Knoblauchpaste. Und dafür schneide ich erstmal 3 Knoblauchzehen klein und nehme Salz, um die Knoblauchzehen zu zerdrücken. Ja, und ihr fragt euch vielleicht, wie das Ganze funktioniert. Also die Salzkristalle, die sind so richtig hart. Und mit den Salzkristallen zerdrücken wir dann die klein geschnittenen Knoblauchwürfel. Das geht ganz einfach. Für unsere Pfanne brauchen wir auch ein bisschen Bauchspeck und dann gebe ich immer zuerst mal die Schwarte mit in die Pfanne, weil die nutze ich mit, um den Geschmack von der Schwarte noch herauszubekommen. Natürlich esse ich die später ja nicht mit. Ist ja logisch. Auch verwende ich einen Stinkerkäse, einen Romadur oder einen Limburger Käse. Der gibt so richtig einen kräftigen Geschmack in die Soße nachher. Okay, gehen wir jetzt gleich wieder zur Pfanne. Da geben wir jetzt den Rest vom Bauchspeck hinein. Den haben wir auch klein geschnitten, den Bauchspeck. Und wir lassen den Bauchspeck aus. Mit dem ausgelassenen Fett von Speck braten wir dann die Champignons an. Es wird natürlich dann noch mal Zeit, auch die Schwarte zu entfernen. Die hat jetzt ausgedient. Und gleich danach geben wir noch die Zwiebeln hinzu. Die haben wir vorher in grobe Würfel geschnitten. Ja, und wichtig ist natürlich auch der Geschmack und deswegen würzen wir richtig kräftig mit Pfeffer und mit Chiliflocken. Wir würzen aber nicht mit Salz, weil wir schon genügend Salz dabei haben in dem Gericht. Der Bauchspeck hat Salz, der Käse hat Salz und auch den Knoblauch, den haben wir vorher mit Salz zerdrückt. Also wir müssen nicht mit Salz würzen. Ja, und auch hier in meinem selbstgemachten Brühpulver ist auch noch Salz enthalten. Also, Salz brauchen wir nicht zusätzlich hinzugeben. Aber was wir jetzt hinzugeben, beziehungsweise was wir jetzt damit machen, ist Wein. Weißwein, trockener Weißwein. Mit dem löschen wir das Ganze ab und geben kurze Zeit später Sahne hinzu. Okay, parallel habe ich ja noch die Knöpfle, die restlichen Knöpfle hergestellt. Und die gebe ich jetzt auch mit jetzt in die Pfanne. 4 Schöpfer voll. Also somit sind wir jetzt fast fertig. Jetzt fehlen noch 2 Zutaten. Einmal die Knoblauchpaste von vorhin, die geben wir hinzu, und den Käse. Wir rühren das Ganze dann so richtig kräftig um, damit sich der Käse hier in der Sauce auflöst. Da wird das Ganze nochmal cremiger. Ja, wie ihr seht, da ist so richtig Geschmack drin. Wenn ihr natürlich weniger Geschmack haben wollt, da könnt ihr dann den Romadur gegen einen ganz normalen Parmesan tauschen. Da spricht gar nichts dagegen. Aber jetzt tischen wir das Ganze mal auf und geben uns eine gute Portion auf den Teller. Wie ihr mich kennt, ist das ganz normal bei mir. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr es natürlich nachkochen würdet. Aber nochmal gesagt, seid mit dem Salz vorsichtig, denn eventuell schmeckt das Ganze dann recht schnell versalzen. Oder ihr könnt mit dem Käse nichts anfangen. Wie gesagt,
dann tauscht ihn einfach gegen eine andere Käsesorte aus. Also, jetzt sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Bleibt gesund und bleibt am Ball.